Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 61. Folge von Playmocast. In dieser 61. Folge reden wir über die Figures in der mittlerweile 4. Serie. Und dafür habe ich Leo eingeladen. Leo, der schon mal hier in diesem Podcast zu Gast war. Jetzt aber nicht mit Bruder, sondern alleine. Und Leo, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch sehr, wirklich. Ja, Hat länger gebraucht, bis wir wieder aufnehmen konnten. stimmt. Ist ein bisschen länger her das letzte. Ich weiß gar nicht, war das im Winter irgendwann oder so, ne? So Februar, März, glaube ich, war das circa. Stimmt. Wir haben da Mhm. im Spätwinter, glaube ich, die Folge zu den Wintersportlern aufgenommen oder zu den Winteraktivitäten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber war auf jeden Fall eine coole Folge, Ja, finde ich. Ja, mhm. Fand ich auch. ja. Heute ja, alleine, mein Bruder anders verhindert, aber ich hoffe, ja, dass ich es genauso gut mache. Ja, du machst das gut. Du machst das einfach für euch beide zusammen und dann wurde das, glaube ich, richtig lustig hier. Richtig lustig ist Mhm. auch, wie gesagt, immer der Hintergrund, wenn ich mit dir aufnehme, dass wir eine andere Perspektive haben, dass wir aus einer anderen Zeit kommen und deswegen auch einen anderen Blick auf die Artikel von Playmobil haben. Das ist richtig spannend und das ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr witzig finde. Wir machen das in der heutigen Folge so, dass wir alle Figuren, alle 24 Figuren mitgebracht haben. Und zwar geht es hier um die Produktnummern 5284. Das sind die männlichen Figuren. Und dann haben wir die 5285. Das sind die weiblichen Figuren. Für alle Hörer und Hörerinnen nochmal ganz kurz die Information, dass alle Artikel, alle Figuren, die ihr hier in der Folge hört, die sind natürlich auch im Video vorhanden. Also wir machen dazu ein Video, was ihr auf Spotify und auf YouTube sehen könnt. Also guckt euch das da gerne an, abonniert uns gerne und lasst gerne auch ein Like da. Und dann würde ich sagen, halten wir uns nicht zu sehr auf in diesem Format dieses oder jenes. Dieses oder jenes. Bum, 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 bum. Bei den 2013er Produkten starten wir mit der ersten Gegenüberstellung. Leo, ich würde dich einmal ganz kurz nach deiner Tendenz fragen. Also, dass ich dich erst frage, welchen Artikel du besser findest. Dann sage Mhm. ich dir einmal ganz kurz, welchen Artikel ich besser finde. Und dann reden wir darüber, warum das so zustande gekommen ist. Okay? Okay, Mann. Alles klar, die erste Gegenüberstellung. Da haben wir mitgebracht den römischen Soldaten auf der linken Seite und auf der rechten Seite den König. Wen findest du da besser? Mhm. Ja, ich finde beide Figuren eigentlich sehr cool und auch halt Mhm. echt cool designt. Und ja, genau, die Römer fand ich immer eigentlich alle Sets oder halt alle Figuren zumindest echt cool gemacht von Playmobil. Mhm. Aber ich muss da, glaube ja, ich gehe da, glaube ich, mit dem König, einfach wegen dem coolen Umhang und auch mit Ja, dem Zepter und der Krone, die finde ich auch sehr cool gemacht. Ja. ja. Sehe ich komplett genauso. Also Römer interessieren mich gar nicht. Gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber also ich habe auch Geschichte studiert, aber das interessiert mich wirklich, ist wirklich, Antike ist gar nicht meine Epoche. Da habe ich gar Mhm. nichts mit am Hut und ich war auch ein bisschen sauer immer. Das ist, glaube ich, noch im Hinterkopf, dass ich damals, als ich dann mit Playmobil einfach gar nichts mehr zu tun hatte, in den Zwanzigern, also in meinen Zwanzigern, da wo du noch hinkommst, da habe ich immer auf neue Western-Sets gewartet und dann habe ich gesehen, dass es die halt gar nicht gibt. Und dann Mhm. musste ich feststellen, dass es stattdessen die Römer gab. Und Ja. deshalb standen die Römer in Konkurrenz zu meinen Western-Sets, die halt nicht auf den Markt gekommen sind. Nee, aber ich bin ganz klar für den König. Und wir können ja jetzt mal in die Einschätzung reingehen und müssen da, glaube ich, auch feststellen, dass beide Figuren schon echt cool gemacht sind, oder? Ja, echt cool. Finde ich sowieso. Vor allem, ich hatte sehr viel, oder ja, eigentlich hatte ich wirklich sehr viel von den Römern. Mhm. So viele Sets gab es dann ja auch nicht, aber ich hatte echt das Schiff, die Pyramide und dann noch ein paar Sachen. Mhm. Aber halt, ja, trotzdem. Der König ist einfach echt am besten halt besser designt, vor allem weil es auch nicht viele Könige als Figuren gibt, wirklich. Das stimmt, genau. Und dann hast du ja auch wirklich auch, also da musst du wirklich sagen, wenn du dir die Figur anguckst, das ist von oben bis unten einfach nur richtig gut gestaltet, das ist farblich gut gestaltet, Mhm. die Klamotten sind einfach cool und das ist schon eine sehr, sehr elegante Figur, muss man einfach sagen. Natürlich kann man nicht sagen, der Römer,
der römische Soldat mit seinem römischen Gruß oder was er sein soll, der sieht auch sehr gut aus. Also Ja, ist eigentlich schon eine knappe Sache, aber ich weiß nicht, der König macht schon ein bisschen mehr her, ne? ja, aber ich würde sagen, ich würde mich über beide Figuren freuen, wenn ich sie ziehe. Ja, okay, das ist fair. Bei der zweiten Gegenüberstellung, da stelle ich mir natürlich auch die Frage, ob du dich da über beide Figuren freuen würdest, wenn du dann Ja, beide bekommen würdest. Wir haben hier einmal mitgebracht den Engel und die Fee. Und ich sage dir gleich meine Tendenz. mhm. Und zwar ist das der Engel. Finde ich ein bisschen besser. Wie ist bei dir? Ja, ich bin da eigentlich komplett deiner Meinung. Ja. Weil es einfach, gibt es überhaupt eine Engelfigur in Playmobil? Ich glaube, es gibt den Weihnachtsengel. Ja, okay, ja, das gibt's schon, ja, das gibt's, ja. Aber sonst Ja, habe ich das echt nie gesehen. ja, hab ich auch selten gesehen, ne? Und die Fee ist halt so eine klassische Ja, gibt es ja Fee ein paar von von. Playmobil. Gerade in den Figures gibt es ein paar, ne? Die Ja, haben sich da ganz gut mhm. verbreitet. Da wollte ich nach Folge 5 wollte ich mal ganz kurz gucken, oder vielleicht nach Folge 10. Ich glaube, Folge 5 würde ein bisschen besser sein, Mhm. würde ich ganz kurz gucken, welche Figurenarten zu welchem Thema es ungefähr gab. So, dass wir einfach mal zusammenfassen, wie viele Prinzessinnen dabei waren, weißt du, wie viele Bräute dabei waren. Ja, ja. Da kann man, glaube ich, gucken, weil ein paar Themen kommen ja einfach immer wieder, was ja ganz normal ist. Und dann schauen wir da mal. Aber diese Fee, die wird auf jeden Fall noch öfter auftreten. Aber hier ganz klar, wenn du dich gefragt hast, Leo, wie bin ich hier vorgegangen bei den Gegenüberstellungen, wie habe ich die rausgesucht? Das Merkmal sind hier natürlich die Flügel auf dem Rücken. Ja, es ist ja auch schwierig, alle irgendwie passend zueinander stellen. Ja, genau. Und wir werden hier noch feststellen, wir werden ein paar bessere Paarungen haben und ein paar Paarungen, die halt weniger gut sind. Wobei ich hier noch sagen würde, die Paarung gefällt mir sehr gut und die Ausarbeitung der Fee ist cool. Also ich mag die Fee als Figur jetzt wirklich sehr gerne. Ja, vielleicht, ja. Diese Harfe, die sie in der Hand hat, die ist süß. Mhm. Ihr Gewand ist cool und bei der Fee finde ich halt die Farbkombination so ein bisschen schwierig. Erstmal, weil ich dieses Grün ja irgendwie nicht so mag und Grün und Rot oder das ist ja eher so ein Pink und Pink, Rot, ja. so Mhm. ein Pink und Grün, genau. Das ist immer, ja, ist nicht so geil, finde ich. Echt, ja. Okay. Also bist du auch für die Fee? Ja, Nee, voll. Fee Voll. oder Ah, Engel? nee, nicht für die Fee, für die Engel, Engel. Für Genau. den Engel. Okay. Entschuldigung. Dann sind wir jetzt in der zweiten Gegenüberstellung zum zweiten Mal für die gleiche Person. Ja, Wir gucken mal, ob sich die Nummer hier so durchzieht. Weil wir haben Großes mitgebracht. Eine große Epoche von Playmobil wird hier behandelt, wird hier thematisiert. Und zwar sind das die Piraten. Wir haben hier einmal mitgebracht den Piraten und einmal natürlich auch gegendert die Piratin. Und jetzt, Leo, bin ich wirklich gespannt. boah, ich hatte nicht wirklich Piratinnen, was eh klar ist, aber trotzdem, ich würde echt die Piratin nehmen, einfach wegen dem Säbel und weil ich das Gewand besser finde als beim anderen. Das ist so ein, den gab es schon öfter, sagen wir so. Ja. Ja, ich finde weibliche Figuren generell gut, aber würde Ja, mich hier für den Piraten entscheiden. Weil das ist, glaube ich, der lila Ton am Ende. Vielleicht die dunklen Haare. Ich glaube, mhm. ich bin da einfach gestrickt. Ich glaube, wenn die blond gewesen wäre, dann wäre ich da mitgegangen. Keine Ahnung, aber ähm, das vielleicht als kleines Thema so. Also, und lila, wobei man muss ja sagen, ihr Kleid ist schon, oder ihre Kleidung ist schon gut gewählt. Ne? Die sieht schon ganz gut aus. Ja, Und wie du sagst, der Degen ist auch sehr, sehr cool. den Beutel oder was das ist, was sie da hat. Auf der Seite finde ich auch ein cooles Detail. Stimmt, ich dachte erst, das wäre die Scheide für das Schwert, um das Schwert da Ach so, reinzuschieben. ach Ich so, bin mir ja, aber ja. nicht sicher. Aber auf dem Bild schaut es nicht so aus. Stimmt. Ich glaube, die kann da Ah ja, nee, ja, ihre. ja, nee, doch, das ist zum Schwert rein tun. Ich habe jetzt Genau. rangezoomt, ja, okay. Ich habe auch kurz mal rangezoomt und habe dann gesehen, nee, das ist, glaube ich, da mit so einem Loch, ne, dass sie da einfach Ja, diesen Dolch reintun kann. Und mhm. sonst, aber beide Figuren, muss man echt schon sagen, finde ich auch cool, dass es da so ein Äquivalent gibt. Also einmal die männliche Figur davon zu diesem Thema, einmal die weibliche Figur. Finde ich schon auch sehr cool gemacht. Und man muss echt sagen, das ist schon eine Gegenüberstellung, die mit die bessere ist, oder? Ja, voll, weil es halt einfach perfekt passt. Ja, das sehe ich auch so. Wir können dann nachher nochmal gucken. Ich frage dich am Ende der Folge,
welche deine 3 Lieblingsfiguren sind. Und dann frage ich dich nach deiner Lieblingsgegenüberstellung. Also da können wir nochmal schauen, wie es denn hier so aussieht bei all den Gegenüberstellungen, die wir so haben. Und wie es in der 4. Gegenüberstellung aussieht, werden wir jetzt herausfinden. Wir haben da mitgebracht auf der linken Seite die Rettungssanitäterin und auf der rechten Seite den Feuerwehrmann. Ich gebe ganz kurz Tendenz und sage Feuerwehrmann. Da bin ich wieder komplett bei dir, weil einfach mehr die halt besseres Design und nicht so unkreativ ist, die Figur. Hm? Weil Ja, diese Ärztin ist halt so, die Sanitäterin ist einfach so, ja, das gab es tausendmal. Und ja, mit dem Feuerwehrmann, ist es nicht das amerikanische Design? würde ich auch sagen. Genau. Ja, gab es das nicht so oft. Und das finde ich sehr cool. Ja. Mhm. Ja, das Einzige, was mich bei der Figur stört, ist, fände ich ganz schrecklich eigentlich, wird sich noch ein bisschen durchziehen, werde ich auch nachher bei dem Beispiel, was nachher kommt, auch gleich nochmal erklären. Ich finde dieses Logo, dieses Wappen, also ich bin da glaube ich zu kleinlich, Kinder sehen das anders. Also diejenigen, die damit spielen, für die das eigentlich gemacht ist, die werden das ein bisschen anders sehen. Aber ich finde dieses F irgendwie so ein bisschen billig. Aber das ist halt, weiß ich nicht, da komme ich nicht weg. Ja, Aber es geht eigentlich es klar, ne? geht. Ja, Ja, okay. Die Rettungssanitäterin, finde ich, ist von der Figur her gut gemacht. Das ist ja eine, die man ja, das so schon. auch im Alltag finden würde, ne? Und Mhm. bei der Figur hast du halt leider ja auch wenig Spielraum, ne? Also da musst du ja sagen, Ja, okay, wenn du es authentisch gestalten willst, dann sehen die ja im Alltag schon so aus. Da kannst du jetzt nicht viel rausholen. Und dafür finde ich schon cool, aber natürlich hast du das, wie du gesagt hast, ja auch schon tausendmal gesehen und dann holt das mhm. keinen mehr ab, ne? Ja, ich hätte es echt viel cooler gefunden, wäre es eine Feuerwehrfrau, Hm? Sehr weil gut, das ja. gab es echt nicht oft. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Ja, Ja, finde ich stark. Hm? Hätten die machen müssen, wäre, glaube ich, cool gewesen. Und dann bin ich mal gespannt, ob uns diese Feuerwehrfrau, die von dir ja gerade gewünscht wurde, uns vielleicht in den nächsten Figure-Serien, von denen jetzt in den nächsten Wochen noch ein paar mehr kommen werden, über den Weg läuft. Also da gucken wir mal, was da noch so passiert. Okay, wir sind beide beim Feuerwehrmann. ja. Okay, dann haben wir mit der 5. Gegenüberstellung eine Gegenüberstellung, ja, die ist wieder bei den Frauen stattfindend. Und zwar haben wir einmal das Schulmädchen. So Und, das. Nee, ich habe mich gewundert, was die Figur darstellen soll. So, ach so, ja, ja, genau. Ich glaube, es soll ein Schulmädchen sein. okay. Und ja, gut, dass du das sagst. Und auf der anderen Seite ist das die Rettungsschwimmerin, die sehr, sehr stark nach Baywatch aussieht. Mhm. Echt, ja. Leo, was sagst du? Ja, einfach auch wegen dem Grund, dass sie nach Baywatch ausschaut, muss ich es nehmen, weil die Serie einfach Okay. Ja. Witzig auch, dass Baywatch so zu meiner Zeit damals als Serie vorhanden war und dann gab es ja die Baywatch-Filme, ne, vor ein paar Jahren auch nochmal, ne? Achso, ja, die habe ich nicht gesehen. Ich habe nur Ah, die okay, Serie, die okay. alte Serie gesehen. Sehr gut. Ich habe die früher auch endlos oft geguckt. Ja, weil meine Mutter ist halt große David Hasselhoff-Fan. Und Ah, da habe ich halt Knight Rider dreimal geschaut, Baywatch und so weiter. stark. Ja. Das ist sehr, sehr stark, okay. Nee, dann verstehe ich das absolut. Und ich habe auch keine Sekunde gerade gezögert, als ich überlegt habe. Ich habe auch wirklich versucht, mir nicht so viele Gedanken zuvor zu machen, welche Person die besser ist. Aber ich habe Hm. gerade keine Sekunde überlegt, ob das Schulmädchen hier irgendwie eine Chance hat. Ich finde die Figur schon ganz okay gestaltet, aber die sieht so ein bisschen aus wie so nach Märchen oder so. Ich würde jetzt auch nicht Ja. wissen, in welche Richtung das gehen soll, aber also die Figur ist cool, weil die gibt es sonst ja einfach gar nicht so. Das Ja, weil schon halt Schulmädchen halt die kleinen Figuren sind. stimmt, Halt die genau, Kinderfiguren. Das hat mich genau. verwirrt, deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Ich gucke mal ganz kurz nochmal in die Artikelbeschreibung und sag dir nochmal, Mhm. ob das stimmt. Vielleicht habe ich auch was komplett Falsches erzählt. Nee, Schulmädchen steht hier. Okay. Also, nee, ist schon korrekt. Wer sagt, nee, das ist kein Schulmädchen, dann kann ich die Quelle angeben. Schreibt es gerne in die Kommentare. So, okay, wir sind hier einheitlich.
bei der Rettungsschwimmerin und Leo für dich oder eher für deine Mama dann ja die günstige Gelegenheit, dieses Quad-Set zu kaufen, wo es diesen Rettungsschwimmer gibt, der aussieht wie Mhm. David Hasselhoff, ne? Das ist ja wirklich wie Ja, gemacht dafür. das haben wir natürlich schon. Na klar. Wir haben auch Na den klar habt Knight ihr das. Rider fast bei Release-Tag gekauft. Stark. Beziehungsweise meine Okay. Mutter halt, ich nicht. Okay, jetzt weiß ich, wo du herkommst. Alles klar. Ja. Nee, dann verstehe ich das. Mhm. Okay. Bevor wir zur sechsten Gegenüberstellung kommen, ist mir aufgefallen, dass wir bei fünf Gegenüberstellungen nur einen einzigen Unterschied haben. Das ist im Piratenvergleich. Ja. Und daher bin ich mal jetzt gespannt. Also auf den ersten Blick ist die nächste Gegenüberstellung vielleicht ein bisschen komisch, weil man sich so denkt, hey, was sind das denn für Figuren? Aber wir gehen da mal rein. Ich sag dir erstmal bei dem Vergleich grüner Zauberer oder blauer Alien, dass ich hier für den blauen Alien bin. Okay. Ja, ne, da bin ich beim Zauberer, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Die Zauberer gab es halt schon oft, beziehungsweise jetzt, da gerade halt viel wegen Novelma und den Zeug, halt wegen der Richtung, aber ich finde einfach das Design sehr cool, halt die Farben mag ich auch eigentlich gerne. Mhm. Und ja. Ja, ich finde die Gestaltung auch sehr gut. Aber ich finde, der Alien ist wieder so ein Beispiel dafür. Das hatten wir in der Folge 59 mit Jonas, wo wir die Figures Serie 3 besprochen haben, dass du ja dann so viel aus diesen Figuren machen kannst. Also da ging es ja um die Freiheitsstatue, glaube ich. Da war die Freiheitsstatue als Figur einfach Mhm. zu haben. Und hier hast du einfach so ein Alien. Und ich finde, das macht Playmobil sehr, sehr gut, dass die irgendwie komplett innovativ sind und komplett so ein bisschen auch neue Wege gehen, ein paar Sachen ausprobieren, so in die Science-Fiction-Ecke gehen, sich so viel mit der Fantasie von Kindern beschäftigen. Weil ich glaube, Mhm. Aliens, die treten da ja irgendwie dann immer mal wieder auf. Deswegen finde ich das Set, ich meine, Blau ist meine Lieblingsfarbe so. Schon alleine Mhm. deswegen finde ich es ganz cool. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, dieser Zauberer, der so ein bisschen in die Ayuma-Richtung geht, ne? Ja. Der ist auch sehr, sehr cool. Also das ist auch eine sehr, sehr starke Gegenüberstellung, wobei es beim ersten Blick darauf irgendwie gar nicht so dachte. Da dachte ich erst so, ja, mal gucken, wie das wird, wenn wir die Sets besprechen oder diese beiden hier, diese Gegenüberstellung. Aber ich finde das schon eine starke Gegenüberstellung. Ja, doch. Ja. Eine Gegenüberstellung, die ich wirklich weniger stark finde, bei der ich auch ein bisschen die Tendenz habe, Leo, dass das somit die schwächste Gegenüberstellung ist, die wir hier so haben. Mhm. Die kommt jetzt in der siebten Gegenüberstellung. Und zwar einmal die Touristin und einmal den Baseballspieler. Und jetzt bin ich auf deine Tendenz gespannt. Ich dachte, das ist eine Fotografin. Ah, okay. In meiner Quelle steht Touristin, aber kann natürlich auch eine Okay. Fotografin sein, wobei das ja jetzt gar nicht so weit voneinander weg ist, ne? Ja, ähnlich nicht, gar nicht. Aber ja, da bin ich komplett beim Baseballspieler. Ja. Ganz klar. Einfach weil halt, ich finde das Design halt und den Helm und das finde ich cool vom Spieler und Hm. generell die Baseballschläger und halt das und den Handschuh und das finde ich immer echt gut gemacht. Ja. Finde ich Sportsets auch gut. Ich habe irgendwann ein Video gemacht, glaube ich, oder in einer Folge habe ich das mal gesagt, dass so die älteren Sportfiguren von Playmobil, also aus meiner Sicht jetzt immer das Manko hatten, dass sie einfach so ein bisschen zu billig aussahen. Also irgendwie hat man sich da beim Design jetzt nicht so richtig Mühe gegeben, fand ich. Und da habe ich genau also diese Figur hier auch mit ins Video gepackt, weil ich da das Logo halt ein bisschen billig finde. Aber wie gesagt, ich Ja, bin nicht Zielgruppe und ich glaube, wenn man Kind ist und damit spielt, dann achtet man da gar nicht so drauf. Also da darf man, glaube ich, nicht so penibel sein. Aber wie du sagst, der Baseballhandschuh ist cool, der Baseballschläger ist cool. Das ja. geht schon gut, finde ich, dieses Set hier. Und auf der anderen Seite finde ich die Fotografin jetzt auch ganz cool. Bei der Kleidung würde ich auch direkt wissen, wie die Figur in echt aussieht. Aber, aber das ist, ja, ist okay. Also es ist jetzt keine schlechte Figur, aber natürlich bei den ganzen Vergleichen, die wir hier haben, vielleicht am Ende auch ein bisschen dünn, ne? Ja, es ist halt auch wenig dabei, extrem wenig, weil die Figur gab schon echt halt eine Basic-Figur und da ist dann halt nur der Fotoapparat dabei und das ist dann schon sehr wenig irgendwie. Das stimmt, ne? Da gibt's, genau, da fehlen so ein bisschen die, weiß ich nicht, die charakteristischen Extras oder so, ne, die hier gar nicht Ja, vorhanden sind. die Features schon wie viel kosten jetzt 2 Euro oder so schon?
Das Die weiß ich ist gar nicht. echt teuer geworden. Ah ja, ja, okay, da muss ich mal rausfinden, was die kosten, weil vielleicht gibt es hier in dem Podcast bald die Folge zu den Playmobil Figures 28. So viel kann ich schon mal verraten. Uh, Okay, können wir darüber mal reden. Ja, wichtige Elemente, die dabei sind, haben die nächsten beiden Figuren zu bieten, die wir hier mitgebracht haben. Jetzt haben wir hier in der achten Gegenüberstellung die Farmerin und die Köchin. Und jetzt sage ich dir mal ganz kurz meine Tendenz. Und ich weiß es immer noch nicht und überlege ganz kurz. Ah, ich gehe mal auf, ja, ich gehe mal auf Farmerin. Nicht nur wegen der okay. Haare. Ja, ich finde beide Figuren echt stark, Mhm. wirklich. Aber die Farmerin ist echt eine coole Figur, halt vom Design her und wie sie ausschaut und so. Mhm. Aber die Köchin ist echt noch stärker. Ja, Einfach halt generell, gibt ja auch nicht viele Köche als Figur, mhm. beziehungsweise Köchinnen. Und auch, man Genau. hat auch extrem viel dabei. Halt, man hat die Pfanne und den Topf. Ja, also schon zwei Details, die sehr, sehr wichtig sind und die ja wirklich auch richtig gut ins Set passen. Und hier auch nochmal ganz wichtig, finde ich, zu sagen, dass die Darstellung der Köchin einfach cool ist. Also wann Mhm. findest du mal so eine schwarz gekleidete Köchin? Die sieht schon ein bisschen nach besserer Küche aus, ne? Und ist schon einfach cool. Aber die Farmerin natürlich auch cool. Da gefällt mir das Shirt Ja. nicht so ganz. Also unter der Latzhose. Aber da bin ich halt auch zu kleinlich. Wie gesagt, da bin ich halt zu alt für. Für eine neutrale Bewertung dieser Sachen. Aber ist auch der Grünton, den ich nicht mag. Aber Nicht, ja. ich mag die Figur sehr, sehr gerne trotzdem und wird dann auf jeden Fall auch zu der Farmerin tendieren. Sieht lässig aus, sieht cool aus. Ja, Köchin natürlich auch, aber enge Geschichte. Ich sag Farmerin, du sagst Köchin, oder? Ja, genau. Okay. Jetzt kommt die Gegenüberstellung, die ich richtig krass finde, die ich richtig lustig finde, die Mhm. ich richtig besonders finde und bei der ich auch die Tendenz habe, vielleicht, dass es die beste Gegenüberstellung ist, die wir hier haben. Und zwar in der neunten Gegenüberstellung, die wir hier in dieser 61. Folge mitgebracht haben, gibt es einmal den Clown und einmal den verrückten Erfinder. Boah, ist echt schwer. Mhm. Aber halt beim Erfinder finde ich halt die Augen extremst besonders. Ja, Aber ich finde generell Clownfiguren bei Playmobil echt cool und ich muss da mit dem Clown gehen. sehe ich auch so. Ich finde den Clown einfach Weltklasse, was natürlich auch für den Erfinder zutrifft. Also Hm. beide Figuren, auch aus den Gründen, die du nanntest, schon sehr, sehr gut. Clownsfiguren habe ich mir vor ein paar Tagen rausgesucht, als ich die Folge vorbereitet habe. Da habe ich mal geguckt, was es so für Clownsfiguren gibt. Und wir müssen irgendwann hier im Podcast auch nochmal eine Zirkusfolge machen, weil die Clownsfiguren sind wirklich, hast du ja gerade schon angesprochen, Weltklasse und sehr, sehr gut gestaltet. Und auch diese langen Beine hier, ähm, das Gesicht, die Dekoration, die Hose, alles. Also ich finde den Clown wirklich, obwohl ich die Kleidung obenrum jetzt nicht unbedingt mag, aber im Gesamtbild ist das einfach ein Traum, also eine Traumfigur, ne? Ja, komplett. Ich hatte ja auch eben, wenn du es gerade ansprichst, ja auch nur die Clownfigur vom Zirkus. Ja. Mhm. Mhm. Ich packe mal hier dann parallel in die Folge hier einfach noch ein paar Clownsfiguren in einer Collage oder so, weil da gibt es echt noch coole Sachen und wir schauen uns die dann irgendwann nochmal an. Der Erfinder ist natürlich auch cool, ne? Also besser kannst du es ja nicht gestalten. Die Haare sind so Ja, besonders. Die ganzen Klamotten, die Farbzusammenstellung, komplett wirr, also komplett wirklich so, dass du auch sagst, das ist der Erfinder, der Verrückte. Den hast du hier und also das ist schon eine richtig coole Zusammenstellung. ja, da sieht man, dass der was genommen hat. Ja, ja. Der ist nicht ganz normal unterwegs, das ist klar. Der hat auch ein bisschen zu lange, glaube ich, schon in seinem Labor verbracht. Also der ist da nicht nur eine Nacht unterwegs gewesen, ja. So, wir gehen weiter zur Gegenüberstellung Nummer 10 und hier wird es exotisch. Und zwar gibt es die hawaiianische Tänzerin und
Tobi würde sich richtig freuen, der würde aus dem Häuschen sein ohne Ende. Es gibt den Indianerhäuptling, den haben wir auch mitgebracht. Ich sag dir, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Man muss, ich sag, okay, die Erklärung bringe ich mal danach. Ich sag erstmal, oh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sag mal die hawaiianische Tänzerin. Boah, ja. Es ist echt schwierig, weil ich finde beide Figuren sehr cool. Aber Mhm. da erwähne ich, dass ich einfach, weil es in meiner halt, ja, Kindheit ist übertrieben, aber ja, Kindheit keine Indianersets gab. Es gab wirklich gar nichts. Und Mhm. ich hatte auch nie welche und deswegen muss ich mit dem Indianer gehen. Das ist komplett konträr zu dem, was ich erlebt habe, weil bei uns damals in den Wirklich. 90er, die 94er, 95er Sets, die waren ja voll mit den coolsten Indianer-Sets, die es überhaupt gab. Dazu machen wir irgendwann auch nochmal eine Folge, einfach zu den Indianern, weil da gibt es ja einfach so coole Sachen. Also da verstehe ich deine Argumentation und ich finde auch, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ist halt schwierig, weil das so also komplett hier dicht beieinander, das sind beides richtig gute Figuren. Mhm. Mhm. Aus meiner Sicht kann ich dann so sagen, das war so ein bisschen die Motivation dahinter, dass ich mir dachte, ja, Indianerfiguren habe ich schon so oft gesehen. Von denen war ich ja in der Kindheit andauernd umgeben und deswegen die hawaiianische Tänzerin habe ich noch nie gesehen. Das Ja, war gar nicht. Ne? der, ja, ist schon cool, ne? Aber der Indianer ist auch gut gemacht, ne? Mhm. Cool. Ich habe generell 3 Western-Sets gehabt, das war's. 3 Western-Sets, okay. Das war's komplett. Und das letzte war erst vor 4 Jahren oder so. Kannst du mir sagen, welche Western-Sets? Das, Oder, einmal halt, das letzte war kein richtiges Western-Set, das war die Western-Kutsche von Scooby-Doo, wenn du die kennst. Die ist richtig cool, ne? die ist cool gemacht, Ähm, ja. Diese dann, gelb-braune, ne? ja genau, genau. Dann so ein Haus, was man zusammensteckt, wo einmal die Bank und einmal das Gefängnis war. Hm? Hast du da die erste Version gehabt oder den Nachfolger? Ich glaube, die erste Version halt was von 2000, keine Ahnung, 14 oder 15 war. Ja, weil da gab es einmal, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, da kriege ich die Farben nicht mehr zusammen. Einmal gab es doch eine Aufschrift, die war irgendwie grün-orange. Einmal war Mhm. eine gelb-blau, aber das führt, glaube ich, auch ein bisschen zu weit. Mhm. Ja. Was sagst du zu diesem Mitnehmset? Also mochtest du die Häuser oder eher nicht so? Ja, früher mochte ich sie schon, weil sie man halt mitnehmen konnte. Und ja, ich hatte halt sie waren schon witzig eigentlich, halt so zum Spielen, weil sie gut. Ja, schnell aufgebaut, ne, schnell Ja. aufgestellt und schon hattest du da deine neue Bank und dein neues Sheriffhaus. Das war, glaube ich, ganz cool, ja. Und die anderen Sets, das waren eigentlich 2 Sets, das waren halt solche halt diese Doppelfiguren-Sets, wo 2 Figuren immer dabei sind. Ah ja, Und mhm. das war halt Diese einmal Sheriff Duo-Packs. und Räuber, oder wie das heißt. Sheriff und Räuber, okay, So, ja. ja, Bandit. genau. Bandit. Ja. Packe ich mit in die Folge rein. Ich versuche mal die Artikel rauszusuchen und dann packe ich die hier mit rein. Okay, muss noch mal ganz kurz festhalten. Du warst für den Indianer, ich war für die Tänzerin. Mhm. Okay, dann gehen wir weiter in die vorletzte Gegenüberstellung. Hier haben wir mitgebracht den Kampfpiloten und einmal den Rapper. Die sind auch echt auch eine starke Zusammenstellung. Mhm. Aber ich finde diesen Rap einfach so witzig gemacht, dass ich bei dem bin. Aber sowas Ja, von allein wegen den Baggy Jeans und das stimmt, ja, ja. den Tattoos. Echt sehr witzig und cool gemacht. Ja, ja, ich überlege auch gerade, ich bin so ein bisschen Top Gun geprägt. Ja, Obwohl okay. ich war früher nie Fan davon. Ich habe Top Gun einfach nur, boah, vor 2, 3 Jahren gesehen, als der neue Film mit Jennifer Connelly Hm, in die Kinos kam, dachte ich mir so, komm, ich guck mal den alten, um dann, wenn ich ins Kino gehe, den neuen zu verstehen. Und dann habe ich mir Top Gun angeguckt. Ich finde es schon cool und mag den Kampfpiloten auch wirklich sehr, weil das eine perfekte Figur ist. ja. Und wie du sagst, der Rapper ja auch perfekt. Die Baggy Pants da, Tattoos, die Sonnenbrille, dieses Cap mit diesem Sturmband oder Bandana darunter, dieses Mikrofon, ein gelbes Schweißband ist dabei. Also da hast du ja eigentlich alles, was du brauchst. Und ja, du hast schon recht, ne? Also das ist eine coole Figur. Hm, Aber ich gehe mal auf den Kampfpiloten. ja. Ich habe Top Gun nur den alten Film gesehen und der war einfach nur sehr langweilig, Ah, okay, ich muss ich mochte den echt sagen. gerne.
Ja, Okay. es ist halt auch schon, den habe ich gesehen vor 3 Jahren, würde ich sagen, als ich 12 war. Hm? Da Ich habe war es ihn, glaube schon. ich, auch vor 3 Jahren gesehen. Hm? Aber da war ich nicht 12. Wäre komisch. Ja. Wäre merkwürdig gewesen. Ja. Okay. Ja, Top Gun, aber Top Gun finde ich cool. Ich dachte auch erst, ich mag manchmal so gehypte Filme nicht. Also manchmal denke ich mir so, ja, okay, wenn das jeder feiert, dann weiß ich nicht, dann finde ich es auch ein bisschen langweilig so. Ja, ja, verstehe ich voll. Und dann ist es manchmal gar nicht so gut, wie man so denkt. Aber der war wirklich stark. Und was Okay. auch richtig stark ist, Leo, jetzt aufgepasst, wir haben die finale Gegenüberstellung. Ich habe lange überlegt, welche Sets ich in die finale Gegenüberstellung packe. Und ich habe mich hier für 2 Figuren entschieden, die ich kann es gleich mal direkt sagen, sehr, sehr stark einfach finde, obwohl ich so thematisch damit gar nichts zu tun habe. Interessiert mich eigentlich gar nicht, was damit passiert. Auch Märchen sind nicht so meins, obwohl die natürlich schon witzig sind und man die meisten irgendwie auch kennt. Wir haben einmal mitgebracht Schneewittchen und einmal Rapunzel. Und ich sag's gleich vorweg, Schneewittchen in dieser ganzen 24er Auswahl meine absolute Lieblingsfigur. Okay, die absolute Lieblingsfigur, okay. Absolut. Mhm. Ja, in der Gegenüberstellung finde ich auch Schneewittchen einfach besser, weil Mhm. ich die Farben besser finde und auch irgendwie mit der Figur ein bisschen mehr anfangen kann. Ja. Wieder hier eine blonde Figur, hätte ich natürlich eine Tendenz dazu. Aber ich finde halt die Blumen auf Ja. dem Kleid, die machen das halt ein bisschen billig. Also die, sage ich Mhm. jetzt mal, versauen mir so ein bisschen den Blick darauf. Obwohl es auch wieder verspielt gestaltet ist und obwohl es ja auch für Kinder ist und für Mädchen, finde ich es dann aus meiner Erwachsenensicht nicht ganz so gut mehr. Das hat man da bei der Schneewittchen-Figur irgendwie besser gelöst. Und ich hatte auch ganz verrückt, ich hatte eine richtig lange Phase, also bestimmt die ersten 20 Jahre meines Lebens, in der ich Blau-Kombination oder Blau-Gelb-Kombination immer gefeiert habe. Also Blau-Gelb war wirklich das Größte für mich, was es gab. Und ich finde, das ist hier ein Paradebeispiel dafür, wie du so mit Designs arbeiten kannst und mit dann Vorbildern, also mit so kulturellem Hintergrund und so. Also das hat man sehr, sehr stark gemacht. Also ich weiß nicht, ich kann mir ja alle Figuren angucken, also wirklich alle 24 und ich habe sofort gesehen, das ist meine Lieblingsfigur Ja, und entscheide mich da auch für Schneewittchen. Und du hast auch gesagt, Schneewittchen findest du besser als Rapunzel. ja, die Farben, das Blaugelb finde ich auch geil, halt gut, ja. Mhm. Und ich finde auch den Spiegel cool. Ja, Den der Spiegel ist finde wirklich ich auch stark, ne? besser als den Kamm. Ja, Ja, das stimmt. Der Kamm macht natürlich hier in dem Set Sinn, weil es ja, Rapunzel schon ist, ne? klar. Genau. Und ich finde hier auch witzig, die geflochtenen Haare, die Frisur, die ist sehr, sehr stark. Mhm. Also ist auch so an sich eine coole Figur. Ich glaube, ohne Blumen wäre es für mich noch ein bisschen enger so. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr überlegen müssen, weil ohne Blumen würde ich dieses Kleid auch richtig, richtig cool finden. Aber die machen es für mich so ein bisschen kaputt. Ja, ich finde es auch besser, dass auf dem Kleid halt verschiedene Blautöne sind. Es sind ja drei, nee, zwei Blautöne und das Genau, Weiß. genau, Das finde genau, ich halt genau, ein bisschen besser. Und Gelbtöne auch zwei verschiedene. genau. Haben die schon stark gemacht, ne? Also finde ich Mhm. schon sehr, sehr gut. Was ist deine Lieblingsgegenüberstellung, die wir hier hatten, Leo? Boah, die Lieblingsgegenüberstellung ist, ja, der Clown und der verrückte Ja, Erfinder, muss ich ehrlich sagen. stark. Was ist deine Top 3? Also als dritter Platz will ich die erste Gegenüberstellung nehmen mit Römer und König. Hm, Und als zweite Pirat und Piratin. okay, Mhm. alles klar. Ja, war auf jeden Fall witzig. Also war witzig, hier mal reinzugucken, ne? Und war Mhm. witzig, hier mal zu schauen, welche Figuren so dabei sind. Und ich finde, mit den Gegenüberstellungen macht sich das in diesem Spielformat auch echt immer ganz gut, ne? Ähm, Ja. und dann kann man das ganz gut abdecken und ganz gut miteinander vergleichen. Leo, ich bin mal gespannt, welche Figures-Serie wir dann als nächstes angucken. Ja, ich auch, ja. Ich mache die Figures-Serie 5 mit Christian zusammen. Und vielleicht bist du ja bei der 6 wieder dabei oder so. Gerne, ja. Okay, das ist cool. Okay, Ja. dann sage ich dir schon mal vielen lieben Dank fürs Dabeisein, Leo. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich eingeladen worden bin. Ja, sehr, sehr gerne. Du kommst ja auch zukünftig dann öfter vorbei.
Und dann gucken wir mal, welche Formate wir hier noch so bespielen und was hier noch so passiert. Auf jeden Fall, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, abonniert gerne den Podcast, lasst gerne ein Like da und gebt natürlich gerne auch Feedback, macht das gerne in den Kommentaren auf YouTube. So wissen wir, an welchen Stellschrauben wir so ein bisschen drehen müssen, und ich versuche jetzt auf jeden Fall die alten Folgen alle mit einem Video zu versehen, sodass ihr die dann auch angucken könnt und dann an den Folgen auch eine Menge Spaß habt. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.